Wenn ihr wissen wollt, was ein Taco, eine Katze, eine Ziege, ein Stück Käse und Pizza gemeinsam haben und wie sich der Gorilla vom Murmeltier unterscheidet, dann bleibt dran. Und am Ende des Videos haben wir auch noch ein kleines Giveaway für euch. Taco. Katze. Ziege. Käse. Was ein Taco, eine Katze, eine Ziege, Käse und eine Pizza gemeinsam haben, außer in diesem Spiel hier vorzukommen, das ist uns auch noch nicht ganz klar. Aber es ist eine lustige Kombination und ob das Spiel wirklich so viel Spaß macht, wie der Name verspricht, zeigen wir euch heute in diesem Video. Wir haben das Spiel jedenfalls letztes Jahr in Australien auf Englisch gekauft und haben schon... Du hast es gekauft und stimmt, ja. Mir geschenkt. Ich habe es gekauft und dir mitgebracht im Australienurlaub vor Corona. Schöne Zeit. Und wir haben schon in vielen Spielerunden ausgepackt, bis wir es uns dieses Jahr tatsächlich auch auf Deutsch geholt haben, weil es im Herbst auch in Deutschland als Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza rausgekommen ist. Es ist ein Kickstarter-Spiel. Und ist, glaube ich, vor 2 Jahren oder so auf Kickstarter rausgekommen. Hat ein bisschen gedauert, bis es jetzt international geht. Aber jetzt gibt es schon in ganz vielen Sprachen und es erobert langsam die Welt. Ja, also Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza oder Taco, Cat, Cheese, Goat, Pizza. Für mich war es total... Taco, Cat, Goat, Cheese, Pizza. Ach, siehst du, ich hab's schon falsch gemacht. Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza ist ein Partyspiel. Das ist von Dolphin Head, in Deutschland jetzt rausgekommen von Blue Orange Games. Und es ist ab 8 Jahren, 2 bis 8 Spieler und es dauert eigentlich so um die 10 Minuten eine Runde. Das heißt, oder eben entsprechend mehr, wenn man mal ein paar Runden hintereinander spielt. Und wie das Spiel funktioniert, ob es wirklich so viel Spaß macht oder so kurios ist, wie das hier drauf steht, das seht ihr jetzt. Und wir beginnen mit einer kurzen Spieleanleitung. Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza ist ein schnelles Partyspiel, das man am besten in größerer Runde spielt. 4 bis 8 Spieler sind optimal. Jeder Spieler bekommt einen Stapel Karten, den es loszuwerden gilt. Reihum decken die Spieler Karten auf und legen sie aufeinander in die Tischmitte. Dabei werden nacheinander immer wieder dieselben 5 Begriffe genannt, unabhängig davon, was auf den aufgedeckten Karten zu sehen ist. Der erste Spieler ruft Taco, egal was seine Karte zeigt. Der zweite ruft Katze, der dritte Ziege. Dann folgen Käse, Pizza und es geht wieder von vorne los mit Taco. Zeigt eine aufgedeckte Karte zufällig den eben vom Spieler genannten Begriff, schlagen alle zu. Wer zu spät dran ist, muss den gesamten Stapel aus der Mitte nehmen. Wer als erstes alle Karten losgeworden ist, gewinnt. Das war noch nicht alles. Bevor wir jetzt zu unserem Giveaway kommen, erzählen wir noch ein bisschen was zu den Zusatzkarten. Und zwar gibt es 3 Zusatzkarten. Das eine ist ein Murmeltier. Das zweite ist ein Narwal, also ein Einhornwal. Und das dritte ist ein Gorilla. Und das funktioniert folgendermaßen, wenn du jetzt gerade spielst und du sagst Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza und legst die Karten raus und zwischendurch kommt zum Beispiel ein Narwal, dann müssen alle Spieler gleichzeitig den Narwal nachmachen mit einer Bewegung und danach die Hand auf das Kartendeck draufschlagen. Beim Murmeltier ist es so, dass du vorher auf den Tisch klopfen musst und beim Gorilla. Und ja, dann geht das Spiel weiter. Was auch sehr lustig ist, Murmeltier und Gorilla sind ganz schön ähnlich. Das auf den Tisch klopfen oder auf die Brust klopfen verwechselt man gerne mal. Also es ist so lustig, vor allem wenn wirklich verschiedene Leute dann verschiedenste Sachen gleichzeitig machen, weil sie sich nicht einig sind, was sie eigentlich wollen. Was sind denn deine Pros? Ja, also ein Pro auf jeden Fall, was man gerade schon gesehen hat, es ist lustig. Man kann auch über sich selbst lachen bei dem Spiel. Und ein anderes Pro, was ich ziemlich cool finde, ist, dass so ein paar kleine Mindgames auch eingebaut wurden, die das Spiel noch spannender machen. Das heißt nicht nur, dass du darauf achten musst, was du sagst und was du legst.
das Spiel versucht auch noch, dich zu verwirren. Beispielsweise bei der Katze. Es sind fast alle Katzen weiß und du deckst da Katze für Katze auf, immer weiß. Und plötzlich kommt so eine braune Katze, die ziemlich ähnlich aussieht wie das Murmeltier was, glaube ich. Ja. Und dann kann es auch schon mal sein, dass du versuchst, bei einer Katze dann auf den Tisch zu klopfen. Das macht es auch noch mal ein bisschen spannender. Und ein zweites Pro ist für mich das Design. Ähnlich wie auch bei Sushi Go Party wurde hier ein sehr niedliches Design gewählt und das kommt bei mir sehr gut an. Es ist aber auch lustig, es kommt bei unseren Freunden gut an und macht das Spiel noch mal besonderer. Und was sind denn die Cons aus deiner Sicht? Ja, also meine Cons, ich gehe nochmal zurück hier zu der amerikanischen Fassung, die wir hier haben aus Australien und da ist es einfach, ja, es ist einfach nur eine kleine Verpackung, die dann auch relativ schnell ausgenudelt ausschaut. Bei der deutschen Fassung ist das allerdings ein bisschen besser. Die ist ein bisschen größer und die hat auch so einen schönen Magnetverschluss und ich denke, für die deutschen Spieler ist das dann zumindest nicht so ein Con. Und das Zweite ist, ja, es gibt vielleicht nicht jeden oder es ist nicht für jeden was, sich dann zum Affen zu machen. Das muss man sich vielleicht überlegen. Aber an und für sich ist es total lustig, weil einfach jeder auf seine Kosten kommt. Alle müssen gleichzeitig den Affen machen. Kommt auf die Spieler drauf. Es kommt auf die Spieler an. Genau. Was wollte ich jetzt noch sagen? Apropos zum Affen machen. Ja. Kennt ihr vielleicht auch noch andere Spiele, wo man sich so richtig zum Affen machen muss? Welche? Schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt dazu, ob ihr sowas gerne macht oder das eher bescheuert findet. Wir sind gespannt. Genau. Und wir machen uns jetzt nicht zum Affen, sondern zur Katze und holen das Katzenorakel. Mit Colette und Toulouse. Okay, Colette und Toulouse fanden es nicht so toll. Sie mögen wohl keine Spiele, wo man auf Katzen haut. Kann man irgendwie nachvollziehen. Wir sind aber vielleicht anderer Meinung. Was meinst denn du? Was ist denn dein Fazit? Ja, also ich finde es total gelungen. Es ist echt ein super Partyspiel. Es ist der absolute Icebreaker, wenn du Leute zu Hause hast und irgendwo reinkommen willst. Jeder kann schnell mitmachen. Und es reiht sich so ein bisschen ein zwischen Doppel und Jungle Speed zum Beispiel oder was ist mir noch gerade eingefallen? Halligalli. Halligalli, der absolute Klassiker. Also, aber man muss wirklich sagen, es hebt sich davon ab, weil es einfach auch viel lustiger ist. Ich finde auch, das Design trägt nochmal dazu bei, dass man es einfach wirklich immer gerne rausholt bei jeder Party. Und als ich das in Australien im Laden gesehen habe, war ich nur auf der Suche nach einem Mitbringsel. Und ja, es klang irgendwie ganz witzig, der Titel. Hätte aber nicht gedacht, dass das wirklich so oft auf den Tisch kommt. Also war ein Glücksgriff, würde ich sagen. Check. Und wenn euch unser Video gefallen hat, dann lasst uns doch einfach ein Abo da und schaut vielleicht auch mal auf unseren Instagram-Account. Und ja, jetzt haben wir für euch noch ein Giveaway und das kannst du uns vielleicht vorstellen. Ja, und zwar, wir haben ja schon die englische Variante von Taco Cat Goat Cheese Pizza. Insofern brauchen wir die deutsche ja nicht mehr und die geht jetzt an euch. Oh. Ja, lasst uns einfach ein Like da. Ein Abo und schreibt vielleicht eine Kleinigkeit in die Kommentare, was euch gefällt, was ihr vielleicht auch als nächstes sehen wollt. Und unter allen Kommentaren verlosen wir dann das Spiel und schicken es euch dann einfach die nächsten Tage zu. Vielen Dank fürs Mitmachen und Zusehen und ja, bis bald bei den Board Game Pirates. Bis zum nächsten Video und wir freuen uns auf euch. Ciao. Ciao.
Und welchen Slogan machen wir jetzt noch? Mach jetzt erstmal auf Pause, nicht, dass dann die 10 GB weg sind und dann speichert das alles nicht mehr oder so.